Guck mal hier, dieses Werbevideo habe ich heute Morgen entdeckt. Und ich habe wirklich, also wirklich gedacht, oh, ist das ein neuer Horrorfilm? Ist das eine Preview der neuen Black Mirror Staffel? Das kann doch nicht wirklich ein echtes Produkt sein. Nach meiner ausführlichen Recherche stellt sich aber raus, doch, ist es. Das ist ein Anhänger, den man an einer Kette um den Hals trägt und der alles aufzeichnet, was um einen herum passiert. Also jedes Geräusch, jedes Wort, alles. Ja, und das Ding kann dann dank KI darauf reagieren. Das heißt, wenn mir mein Kaffee umfällt, dann schickt mir dieses Ding eine Nachricht. Ey Diggi, was ist da los? Magst du keinen Kaffee? Also eine Wanze, die man freiwillig mit sich herumschleppt und einem fiese Nachrichten schreibt. Ja, okay, aber die Story um den Friend KI-Anhänger ist noch viel absurder als das, inklusive Battle Raps, Renamed your tab, jacked my style, build nothing real, it's been a while. Noch wahnsinnigeren Videos und komplettem Größenwahn. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Ja, neulich musste ich mich auf so einem Surfbrett fotografieren lassen, weil ich nämlich jetzt Model für die CT-Sommerkampagne bin. Und tatsächlich ist das ein günstiges Angebot. Ihr bekommt nämlich 6 CT-Ausgaben für 17,70 € und kriegt da obendrauf auch noch ein Heise Plus-Abo für 3 Monate. Damit könnt ihr nicht nur alles hinter der Paywall auf Heise Online lesen, sondern auch komplette Magazine, also CT, iX, Mac & I, Make und CT-Fotografie. Ja, und eine tolle Prämie könnt ihr euch auch noch aussuchen. Die 17,70 €, die wären nur für das reine Digital-Abo. Für 20,55 € gibt es das Ganze auch zusätzlich mit dem Printheft per Post. Link ist in der Beschreibung und ja, der heißt wirklich ct.de/surf mit Keno. Die andere wichtige Sache noch, wir machen im August eine 2-tägige Konferenz in Hannover, Horizons 24 heißt die. Und im Rahmen davon findet Women in Tech statt. Da geht es um Women in Tech und KI. Super interessant, kostet ein Ticket nur 25 € und da sind noch Plätze frei. Und natürlich sind alle Geschlechter willkommen. Link ist in der Beschreibung. So, jetzt aber wieder zu der unglaublichen Friend-Geschichte. Also, das Ding ist ein Kettenanhänger, ja. Ketten sind ja unter anderem auch bei Männern gerade stark angesagt. Und da drin steckt ein Mikrofon, eine Kamera, Bluetooth und ein Akku. Und das Teil kann man für 99 $ vorbestellen und das schneidet alles mit, was zu hören ist. Fertigt dann ein Transkript davon an und schickt das dann an die Cloud-basierte KI Claude 3.5 von Anthropic AI. Ja, und die kann dann auf alles reagieren. Ich kann dann also fragen, was hat meine Freundin nochmal vor einer Stunde gesagt? Das Ding soll aber explizit kein Assistent sein, sondern ein Friend, ein Freund. Und all das ist jetzt schon hochgradig irritierend, aber wenn ich mir dieses Werbevideo hier angucke, dann verstehen die Macher unter Freunden offenbar Leute, die einen schlecht fühlen lassen und nicht gut. Hier zum Beispiel verliert der Mann irgendwie beim Gaming und ist definitiv gerade nicht so glücklich damit und dann gießt der fiese KI-Freund noch Öl ins Feuer und schreibt eine Message, du wirst gerade komplett auseinandergenommen. Das ist ja wohl super peinlich. Ja, ich weiß, das soll so lustiger Trash-Talk unter Freunden sein. Aber ganz ehrlich, würde ich mich in dieser Situation null drüber freuen, über so eine Nachricht. Aber diese komischen Fiesigkeiten, wirklich nur am Rande. Das große Problem an dem Ding ist ja ganz klar, dass das einfach immer alles aufzeichnet. Ich erinnere mal dezent daran, dass Microsoft ja neulich erst mit ihrem Recall Windows Feature auch alles aufzeichnen wollte. Und es wurde so hart abgelehnt von der Kundschaft, dass Microsoft das erstmal auf unbestimmte Zeit zurückgezogen hat. Und da ging es nur um Sachen, die auf dem Rechner passieren. Bei Friend geht es um das komplette echte Leben. Und ja, der Macher von dem Friend-Dings heißt Avi Schiffman, also wie das Videodateiformat. Und der hat seinen Kettenanhänger neulich persönlich beim US-Magazin Wired vorgestellt. Und da beschreibt der Redakteur sehr lustig, wie er Avi da am Anfang des Treffens gefragt hat, ob er bitte das Gespräch mitschneiden darf. Ja, weil das ist nicht nur journalistischer Ehrenkodex, sondern das ist halt in Kalifornien auch gesetzlich verpflichtend. Ja, und darüber konnte Avi mit seinem Friend-Anhänger dann nur lachen, weil ich meine, der bewirbt sein Produkt damit, dass es permanent mithört. Always listening, als wäre das was Tolles. Ja, und da würde ich jetzt sagen, der ein kleines bisschen Erfahrung mit echten Menschen hat, vielleicht drauf kommen, dass die meisten Leute das garantiert doof finden, wenn permanent mitgeschnitten wird, was die sagen oder was die für Geräusche machen. Also jetzt egal, ob am Arbeitsplatz, beim Essen oder im Bett. Also wenn eine Person in meinem Umfeld sowas tragen würde,
würde ich wirklich sofort sagen, tu mal bitte das Ding weg oder ich gehe halt raus. Außerdem jetzt mal ganz persönlich über mich, wie kaputt mich das machen würde, wenn ich jede Interaktion nachhören und nachlesen könnte, um dann obsessiv danach zu überlegen, ob ich mich irgendwie vielleicht falsch verhalten habe oder so. Also ich bin da eigentlich sehr froh drüber, dass mein Leben nicht mitgeschnitten wird. Und ja klar, mir fallen vielleicht auch 2, 3 Dinge ein, wo sowas nützlich sein könnte, aber darüber müssen wir gar nicht reden, weil halt die Grundidee einfach schon anderen Menschen gegenüber komplett rücksichtslos ist. Ja, und von der eingebauten Kamera will ich gar nicht erst anfangen. So, das war jetzt aber alles noch nicht absurd genug. Das geht nämlich noch weiter. So hat besagter Avi Schiffman für seinen Friend-Anhänger 2,5 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Und von diesem Geld hat er nach eigenen Angaben 1,8 Millionen Dollar nur für die Domain friend.com ausgegeben. Und viele spotten jetzt natürlich, dass diese Domain das einzig Wertige ist, was von diesem Projekt übrig bleiben wird. Auf der anderen Seite ist die Nachricht, Gründer gibt 2/3 des Investorengelds nur für eine Internetdomain aus, natürlich eine super Story, die halt für PR sorgt. Und das hat ja auch gut funktioniert. Also genau wie die gruselige Werbung. Also bei mir hat das ja auch funktioniert. Ich mache da jetzt ja ein Video drüber. Aber es geht ja auch noch weiter. Denn es gibt schon seit mindestens April 2024 ein Open-Source-Projekt namens Friend. Macht das Gleiche, funktioniert auch mit so einem Kettenanhänger, schickt die Sachen an eine Cloud-KI und man kann dieses Dev-Kit sogar schon seit längerem bestellen, sogar nach Deutschland für ungefähr 60 € inklusive Porto. So, und der Initiator dieses Open-Source-Friend-Projekts, der übrigens von Peter Thiel ein Stipendium bekommen hat, Peter Thiel, ja, durchaus umstrittene Person. Also dieser Open-Source-Friend-Macher, der ist natürlich jetzt ziemlich sauer, dass Avi Schiffman ihm seine Idee geklaut hat. Und was macht man natürlich, wenn man sauer ist? Ja klar, Battle Rap, also einen Diss-Track veröffentlichen auf X. Yo, I'm Nick, and for those who don't know, I built Friend. Renamed your tab, jacked my style, built nothing real, it's been a while. Investor cash, you burn it quick, I'm grinding hard, tracks in my peak. Und wenn ihr jetzt irritiert mit dem Kopf schüttelt, dann sage ich euch, das geht noch weiter. Denn Avi Schiffman, also der von dem Closed Source Friend, hat dann ein Video von dem Open Source Friend Macher gefunden. Und das heißt, ich habe versucht, Crackheads eine Friend-Kette zu verkaufen. Und ja, genau das passiert in dem Video. Keine Ahnung, ob das echt oder gestellt ist. Es ist auf jeden Fall komplett unlustig und vor allem menschenverachtend. Dann hat noch jemand einen Diss-Track gegen den Open-Source-Friend-Macher und den Closed-Source-Friend-Macher veröffentlicht. BC Money, founders are reckless. You locked your fourth homie up in that necklace. Und ja, dann dachte ich mir wirklich, genug Internet für heute. Ich gehe jetzt mal eine Limo mit einem echten Menschen trinken. Es ist mir übrigens klar, dass sich viele Leute einsam fühlen und deshalb gerne so einen KI-Freund oder Freundin hätten. Laut der Berkeley-Bioethik-Professorin Jodie Halpern würden in den USA 61% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Einsamkeit leiden. Sie spricht da sogar von einer Einsamkeitskrise. Ja, und sowas wie dieser Friend-Anhänger, der kann laut ihr kurzfristig die Einsamkeit lindern, aber eben nur kurzfristig. Langfristig brauchen Menschen echte menschliche Beziehungen. Ja, was meint ihr dazu? Gerne in die Kommentare schreiben, gerne abonnieren. Tschüss, sagt euer Freund Keno.